willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mit zu einem ganz besonderen Ort, denn wir besuchen jetzt eine Burg und das ist die mit einer der ältesten Burgen und mysteriösesten Burgen Deutschlands, umgeben von dunklen Wäldern und uralten Mauern. Die sieht man hier gerade schon die ganze Zeit. Ranken sich nämlich einige unheimliche Legenden um diesen Ort, von Geheimgängen bis zu geisterhaften Erscheinungen. Und ich werde euch auch in diesem Video immer mal wieder ein paar Fakten über diese Burg sagen. Das ist nämlich wirklich kind of creepy, aber ich bin richtig gespannt, wie es da jetzt gleich aussehen wird. Und ja, ich bin etwas aus der Puste, also nicht wundern, aber ja, ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Kannst du das nochmal sagen? Guck mal, ein schönes Anwesen, Sophia. Da sehe ich dich, Villa Kunterbund. Da kannst du alle deine Tiere halten. Ja, also da sehe ich mich auf jeden Fall auch. Meine Mutter ist wieder mit meinem Hund. Ja, weil ich mag das gerne mit meiner Mutter so teilen und die unterstützt mich dann auch immer dabei bei den ganzen Projekten, die ich so vorhabe. Wenn man mal sich bewusst macht, wie das ist. Hier im Hintergrund befindet sich die Burg Altena und auch der Ausblick, ne? Schaut euch das mal an, ey. Wunderschön. Ja, und sowas befindet sich in der Nähe, wo man lebt. Das ist krass, dass man das erst jetzt rausfindet. Wir haben ja schon die totale Herbst- und Halloween-Stimmung, deswegen wollte ich ja auch dieses Video machen, einfach für so ein bisschen, ja, Herbst-Halloween-Stimmung auf meinem Kanal. Ich muss aber sagen, dass heute nochmal irgendwie so der wärmste Tag, glaube ich, ist. Also es ist tatsächlich, ich habe gerade nochmal aufs Thermometer geguckt im Auto, 21 Grad. Stellt euch einfach vor, es ist kalt, man spürt hier die Kälte. Ich könnte jetzt perfekt eigentlich das Parfüm von Zoologist tragen. The Bad, das wird perfekt hier hinpassen. Nicht The Bad, was laber ich? Bad heißt das. Das habe ich ja in Lissabon gekauft. Das wird einfach perfekt hier hinpassen. Wer bist du? Steht da irgendwas? Nein. So, komm Manny. Die dunklen Gänge. Hier sieht man auch schon die uralten Mauern. Hier wird das Parfüm Bad perfekt hinpassen. Das riecht wie das Habitat von Fledermäusen. 1:1. Man spürt die Kälte, das Modrige. Das ist einfach ein krasses Parfüm, ganz nebenbei. Burg Altena ist schon mal, dass sie im Laufe der Geschichte mehrfach belagert wurde und Schauplatz vieler Kämpfe war. Und was das noch zur Folge hat, das erzähle ich euch gleich. Zur Folge hatte, besser gesagt. Die Burg verfügt über geheimnisvolle, versteckte Räume und Gänge, die viele Geschichten über Geister und unerklärliche Phänomene hervorgebracht haben. Ein Gerücht besagt, dass diese Bereiche von den Geistern derjenigen bewohnt werden, die in der Burg gestorben sind. Blöderweise hat die Burg jetzt zu, weil ich das eigentlich so handhaben wollte, dass hier halt weniger Leute sind. Aber wir gucken uns die Burg mal von außen an und schauen, was man hier alles so noch entdecken kann, weil ich finde das alleine schon richtig die gruselige Atmosphäre hier rumzulaufen und dann auch, ja, was gesagt wird, halt die ganzen Legenden und so weiter. Kommt gleich noch eine gruselige Legende.
das hier alles so zu spüren, das ist irgendwie jetzt schon creepy, auch wenn man nicht direkt in der Burg ist. Hier eine kleine Ouija-Session mit meiner Mutter. Hätte ich nichts gegen. Thank you. Ja, da gibt es auch verschiedene Storys zu. Also meine Mutter hat es tatsächlich früher mal gemacht, wo einige unheimliche Dinge passiert sind. Ich habe das auch früher gemacht, wo auch was sehr Unheimliches passiert ist. Aber vielleicht erzähle ich euch das irgendwann anders mal. Du hast schon gesagt, das Parfüm Bad passt hier perfekt hin, ne? Damals wurden hier in der Burg auch verschiedene Folterinstrumente benutzt, ja, um Verdächtige zu befragen und zu bestrafen. Wie hoch die Burg auch liegt. Da ist ein ganz schöner Fluss auch zwischen, direkt da. Was hier ebenfalls erzählt wird von Angestellten und Bewohnern, ist, dass sie das Flüstern von Stimmen gehört haben, das Knarren von Türen und sogar, dass sich Türen von alleine öffnen und schließen. Und ich wusste gar nicht, dass es hier in der Gegend sowas Gruseliges gibt. Also ich liebe diese Orte. Ich mag es auch so gerne, mir zum Beispiel Leon TV anzuschauen. Der macht ja diese ganzen Geistersitzungen, PUs und so. Und als ich diese ganzen Fakten hierüber gelesen habe, war ich echt verwundert, dass es sowas hier in der Nähe einfach gibt. Ja, und ich habe euch ja am Anfang erzählt, dass die Burg Schauplatz zahlreicher Kämpfe war. Und einige glauben, dass die Seelen der ehemaligen Burgbewohner hier noch verweilen. Es gibt hier auch die Legende einer weiß gekleideten Dame, eine weiße Erscheinung, die hier des Öfteren gesichtet wurde. Und es soll eine Frau sein, die hier in der Burg gelebt hat und unter sehr tragischen Umständen gestorben ist. Und ihr Geist soll hier noch oft umherwandern auf der Suche nach Frieden. Ja, wirklich, ich würde hier so gerne auch mal so eine PU machen. Aber ich kenne mich viel zu wenig in diesem Themengebiet aus. Aber ich hätte ultra Lust darauf, weil ich auch sehr an sowas glaube. Ja, und die Stimmung hier ist wirklich einzigartig. Also auch wie hoch diese Burg hier gelegen ist. Schau mal, wie klein die Lichter alles sind unten. Das ist crazy. Ja, ich muss sagen, doof gelaufen, dass ich jetzt nicht mit euch da rein kann, um die ganzen geheimen Gänge zu zeigen und so weiter. Aber ich habe gedacht, hier ist bestimmt immer viel los. Und das nimmt dann auch ein bisschen von diesem Gruseligen weg. Aber es sei euch gesagt, dass alleine hier schon ist gerade echt eine spooky Atmosphäre. Aber trotzdem noch irgendwie schön. Verabschiedet sich meine Kerze oder verabschiedet sich sie nicht? Ja, und ich hoffe, dass ich euch einfach trotzdem hier mit in ein bisschen Halloween-Herbststimmung versetzen kann.
Mal was anderes, oder? Schau mal, wie schön das aussieht mit dem Wachs an der Seite. Natürlich liegt jetzt auch genau hier kein Laub. Das liegt auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, ich finde das super interessant, dass es sowas hier einfach in meiner Nähe gibt. Ich habe hier noch eins auf meiner Liste stehen. Und zwar, dass die Burg einst ein Gefängnis war. Im 19. Jahrhundert. Und es wurde als Gefängnis genutzt. Die Burg Altena befindet sich auf einem Bergsporn des Klusenbergs in der Stadt Altena. Und die Spornburg wurde der Legende nach Anfang des 12. Jahrhunderts von den Grafen von Berg errichtet. Aber am Spannenden, und das hat es für mich halt so, also ich wollte eigentlich einfach nur was Cooles mit euch zusammen machen, irgendwo hinfahren, an irgendeinen Lost Place oder halt sowas wie jetzt. Und als ich dann diese Burg hier davon erfahren habe, könnt ihr sie sehen, riesig. Als ich dann davon erfahren habe und nach ein paar Fakten einfach mal gegoogelt habe, bin ich halt auf diese Geisterfakten gestoßen. Und das ist halt so verrückt, finde ich. Richtig cool. Denn ich habe gedacht, für so Geisterlegenden muss man erstmal Gott weiß wie weit fahren. Aber nee, auch in einer Nähe von einem kann sowas schon sein. Also geht einfach mal vor eure Haustür und erkundet da die Welt. Das kann schon, man muss nicht immer weit rausreisen, sondern es ist schon vielleicht vor der eigenen Haustüre. Nicht vor der eigenen Haustüre, aber ne? Ja. Es sieht die ganze Zeit aus, als würde die Kerze ausgehen, aber irgendwie geht sie nicht aus. Ja, wie gesagt, das macht hier richtig Lust auf so eine Geisteruntersuchung. Weiß nicht, vielleicht mache ich das einfach mal. Dieser Kanal hier ist eh so random. Ich mache einfach alles das hier auf dem Kanal, was mich wirklich interessiert. Also ich reise, ich mache ASMR und spannende Sachen. Ich mache aber auch mal so einen random Vlog wie heute. Ist halt einfach so. Also man sagt ja immer irgendwie, wenn man so anfängt mit YouTube, ich meine, ich habe ja noch meinen Hauptkanal, ne? Aber wenn man so anfängt, soll man sich eine Nische aussuchen. Und ich denke mir so, shit, wie soll ich das machen? Mit meinem Zweitkanal. Weil mich interessieren so viele Sachen. Aber irgendwie kann ich das ja auch alles gut verbinden. Also es sind ja irgendwie alles Reisen. Ich versuche das alles entspannt zu gestalten, was auch wieder ASMR beinhaltet. Ja. Und ich hätte wirklich gerne noch so ein Themengebiet Lost Places. Oder so irgendwas mit Geister, weil mich das schon wirklich sehr interessiert. Und ich schaue mir richtig gerne die Videos von Leon TV an, wo, habe ich jetzt gerade schon mal gesagt, wenn er diese Untersuchungen da macht und so weiter. Und, oder auch, wenn ich auch sehr gerne schaue, ist Sam and Colby. Ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, meine Mutter hat auch gerade schon gesagt, ne? Früher war hier alles dunkel. Ne? Außer halt mit Kerzen und Fackeln gab es ja nichts. Und auch, konntest du nicht mal eben, wahrscheinlich war da auch noch nichts. Es war alles dunkel. Und das muss ja auch so eine beeindruckende und bestimmt auch ein bisschen so angstmachende Atmosphäre gewesen sein. Die Riesenmauern, der Turm, haben die bestimmt gesessen und wieder Gefangene oder weiß ich nicht, ne? Wer hat in diesem Turm da gesessen?
Die Gefangenen haben bestimmt woanders gesessen. Muss ich mal meine Mutter fragen, wo die denkt, wo die Gefangenen waren. Was denkst du? Es war ja mal ein Gefängnis, ne? Was denkst du, wo die Gefangenen waren? Meinst du, die waren in diesem Turm da? Ja, komm. Ganz weit unten bestimmt, ne? Genau. Ich war die weiße Frau am Suchen. Hinter den Fenstern. Ja, die würde ich auch Muss gerne. mal hinter die Fenster schauen. Da wollte sich irgendwo rumtreiben, da die Luder. Aber das kannst du nicht sagen. Die würde ich auch wirklich gern, die weiße Frau, die würde ich auch gern mal, ne? Der würde ich auch gern begegnen. Oh, das sieht auch schön aus. Sehr gut. Let's begin the séance. Let the séance begin. Mein Name ist Sophia und mit mir ist... Meine tote Mutter. Wow. Boah, du bist schrecklich, ey. Kann ich doch nicht mit ins Video bringen. Kannst du rausschneiden. Meine Mutter missachtet die Geister. Ja, schade. Ich habe wirklich gedacht, man könnte ein bisschen weiter in die Burg hineingehen, auch wenn das schon zu hat, weil ich hatte es eigentlich vorher gegoogelt und da hieß es, dass man halt da rein kann, aber wahrscheinlich war damit nur gemeint, das, was ihr jetzt auch gesehen habt. Aber egal, wir kommen bestimmt nochmal wieder. Vielleicht nehme ich euch da mal wieder mit. Ist auch jetzt richtig schön beleuchtet. Und wir gehen jetzt mal wieder zum Auto. Schade, ne? Ich hätte gedacht, man wird weiter reinkommen. Ja, wir waren zu spät leider hier. Also ja, war ja so gedacht, dass, ne? Aber ich habe gedacht, trotz dass es zu ist, kommt man weiter rein. Also ich habe irgendwie gedacht, da sind andere Sachen zu, aber da war ja direkt der Eingang dicht. Ja. Aber jetzt wisst ihr ein paar mehr Fakten über die Burg Altena oder Altena. Ich hoffe, das sorgt für ein paar spooky Vibes. Könnte auch irgendwo in Frankreich sein. Hm. Stellt euch mal wirklich vor, gerade hätte man am Fenster irgendwo so eine weiße Gestalt gesehen. Das wäre schon creepy gewesen. Und ich muss auch sagen, dass ich früher schon recht doll into Lost Places war, würde ich das einfach mal nennen. Habe auch immer mal ja, so ein paar Lost Places halt besucht. Ich mag das immer voll gerne, weil oft ist das ja so, dass die Lost Places an so ruhigen, verlassenen Ecken liegen, in verlassenen Gegenden. Okay, nicht immer verlassene Gegenden, aber ja, es ist halt irgendwie oft ziemlich grün drumherum und auch wenn man sieht, wie sich die Natur alles so zurückholt und keine Ahnung, ich mag die Atmosphäre bei so Lost Places immer richtig gerne. Natürlich ist das nicht bei allen so, aber einige halt. Oder auch jetzt mit dieser Burg.
Irgendwie, ich habe das Gefühl, früher, als man vielleicht ein bisschen jünger war, konnte man das noch gar nicht so sehr appreciaten. Aber mittlerweile denke ich mir, das ist so krass und man müsste sich vor seinem Tod eigentlich nochmal wirklich so doll damit beschäftigen, weil das einfach so ein großer Teil der Geschichte ist. Und also stellt euch mal wirklich das Leben früher vor. Das ist ja so abstrakt und einfach crazy. Wenn da alles so mit Fackeln beleuchtet war, mit Kerzen und dann diese ganzen Schlachten, die Kämpfe. Also es ist ja eine Welt, die man sich irgendwie gar nicht mehr richtig vorstellen kann. Wie gesagt, früher fand ich so Burgen und so nie so richtig spannend. Aber mittlerweile denke ich mir, man muss alle Burgen und Schlösser der Welt bereisen. Zum Glück war die jetzt auch relativ leicht, ja, wie sagt man denn, begehbar. Also wir sind jetzt 10 Minuten gelaufen, wir hätten sogar ein bisschen weiter nach oben parken können. Aber auf der Seite stand, dass man nicht bis zum Tor fahren soll. Aber da standen gerade auch richtig viele andere Autos. Naja, egal, dann sind wir hier wenigstens noch durch dieses kleine, süße Dörfchen ein bisschen gelaufen. Das ist ja auch ganz schön mal, sich die ganzen Bauten hier anzusehen und alles zu entdecken. Ja, wo man vorher noch nie war. Was ich halt auch immer schade finde, ist, dass das halt meistens ja wirklich so richtige Touristenattraktionen sind. Deswegen ist es ja auch normal, ne? Weil ich bin halt auch Tourist in dem Sinne. Ich möchte mir das ja auch ansehen. Aber das heißt halt auch, dass da immer viel los ist und ich bin halt auch immer super gerne alleine. Habe meine Ruhe, besonders auch beim Film und so weiter. Aber auch wenn ich nicht filme, habe ich einfach gerne meine Ruhe, wenn ich sowas anschaue. Aber es ist halt so. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich habe Faden verloren. Bin jetzt gleich am Auto. Und dann mal gucken, wo die nächste Reise hingeht, wo ich euch wieder mitnehme. Und eine Sache, die ich euch beichten muss. Ich gehöre jetzt auch zu den Personen, zu den nervigen Personen mit einer Drohne. Ich hätte hier super gerne die Drohne steigen lassen. Aber das ist leider verboten, weil hier ein kleiner Flughafen in der Nähe ist. Aber ja, also ich habe auch zu meiner Mutter schon gesagt, hätten wir die auf unserer Camperreise dabei gehabt, da wären so krasse Aufnahmen entstanden. Das wäre crazy gewesen. Aber jetzt habe ich eine für die nächsten Vlogs. Und ich wollte mir erst keine holen, weil ich war nie so ein Drohnenfan, also überhaupt gar kein Drohnenfan. Aber jetzt durch die Insta360, die ich habe, bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und ja, damit kann man, glaube ich, echt nice Aufnahmen machen und auch nochmal besser veranschaulichen, wo man sich gerade befindet und so. Ja, da freue ich mich auch auf die nächsten Vlogs. Ich habe richtig Bock auf Schweden, aber auch Ungarn, Slowenien. Sagt mir einfach mal, worauf ihr Bock habt, auf was ihr auf meinem Kanal gerne sehen wollen würdet. Wo soll ich hin? Was wird euch zusagen, wo ich mal hinfahre? Ich habe gerade einen richtigen Schock bekommen. Oh mein Gott, für eine Sekunde. Ich habe gedacht, der Ton wäre nicht eingestöpselt. Aber ja, lasst mich mal gerne wissen, wo ich als nächstes hin könnte, was euch interessieren würde. Vielleicht auch irgendwelche besonderen Orte. Also irgendwelche besonderen Bauten, Orte, keine Ahnung. Einfach irgendwas Special-mäßiges. Hier ist auch ein Museum. Was war das nochmal für ein Museum? Was steht denn das? Deutsches Drahtmuseum. Weiß ich ja jetzt nicht, ob das so interessant ist. Ah, da. Unsere Drahtausstellung. Ja, ne? Gibt nichts, was es nicht gibt. Aber gut, ich glaube, ich verabschiede mich hier einfach schon mal. Also wir sind jetzt fast am Auto. Und dann sage ich danke fürs Einschalten. Ich weiß noch gar nicht, wann das Video online kommt, weil ich erstmal meine Vlogs jetzt noch hochladen muss. Kann sein, dass wir dann schon nach Halloween haben, aber ist ja auch egal, ne? Also, ja. Ich finde, ab Oktober ist sowieso November, Dezember alles eine creepy Season. Also ich danke euch. Hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, wenn ich mehr solcher spontanen Aktionen machen soll. Mehr solcher Reisen. Und ich sage, ciao, eure Stardust.